Steril arbeiten geht nur im Labor oder mit teuren Fertiggeräten? Nicht unbedingt. Mit überschaubarem Werkzeug und etwas technischem Verständnis lässt sich auch zu Hause ein Gerät bauen, das sehr zuverlässig funktioniert. Eine Flowhood, also eine sterile Werkbank, ermöglicht kontrolliertes Arbeiten unter sauberer, gefilterter Luft. Typische Anwendungen sind Tissue Culture oder Arbeit mit Petrischalen, aber auch Pilzzucht. Solche Geräte kennt man normalerweise aus Laboren. Entsprechend liegen die Preise häufig im 4- oder 5-stelligen Bereich. Technisch betrachtet ist das Prinzip jedoch deutlich einfacher, als es zunächst wirkt. Wenn man versteht, worauf es ankommt, lässt sich eine funktionale Flowhood auch im Hobbybereich sinnvoll umsetzen. Dieses Video ist Teil 2 der Tissue Culture Serie. Falls du Teil 1 noch nicht gesehen hast, solltest du dort anfangen. Ich zeige hier bewusst eine kompakte Budgetvariante. Größer, komfortabler und teurer geht immer. Hier geht es um eine minimalistische Lösung mit überschaubarem Aufwand. Die Grundlagen erkläre ich aber so, dass sich das Konzept auch auf größere Filter und leistungsstärkere Aufbauten übertragen lässt. Eine Flowhood drückt Raumluft durch einen sehr feinen Heberfilter. Dabei werden Schimmelsporen, Bakterien und andere Partikel zuverlässig zurückgehalten. Vor der Filterfläche entsteht dadurch ein Bereich mit kontinuierlich sauberer Luft, die gleichmäßig vom Filter wegströmt. Genau dieser Bereich ist der Arbeitsraum. Dort können Petrischalen geöffnet oder Kulturen umgesetzt werden, ohne dass ständig Partikel aus der Umgebungsluft eingetragen werden. Entscheidend ist dabei aber nicht nur, dass die Luft gefiltert wird, sondern wie sie ausströmt. Die Strömung muss möglichst gleichmäßig und mit definierter Geschwindigkeit austreten, also laminar. Ist die Geschwindigkeit zu hoch oder die Verteilung ungleichmäßig, entstehen Turbulenzen. Diese Verwirbelungen können Partikel aus der Umgebung wieder in den Arbeitsbereich ziehen und den Schutz deutlich reduzieren. Der Aufbau. Kurz zum Überblick über die Bestandteile. Details folgen später. Im Kern besteht eine Flowhood aus einem Heberfilter, meist in der Klasse H13 oder H14. Dieser hält sehr feine Partikel aus der Luft zurück. Hinter dem Filter sitzt ein Ventilator. Er muss nicht nur die richtige Luftmenge fördern, sondern vor allem ausreichend Druck aufbauen können, um den Widerstand des Filters zu überwinden. Zusätzlich wird ein Vorfilter eingesetzt. Dieser Filter hält gröbere Partikel zurück und schützt den Heberfilter. Dadurch verlängert sich dessen Lebenszeit erheblich. Alle Komponenten sitzen in einem möglichst luftdichten Gehäuse. Das sorgt dafür, dass die Luft ausschließlich den vorgesehenen Weg nimmt und nicht ungefiltert in den Arbeitsbereich gelangt. Wichtig ist außerdem eine Möglichkeit zur Drehzahlregulierung. Über die Lüfterleistung wird die Strömungsgeschwindigkeit vor dem Filter eingestellt. Mit der Zeit setzt sich ein Heberfilter langsam zu. Der Strömungswiderstand steigt. Um weiterhin die gleiche Luftgeschwindigkeit zu erreichen, muss der Ventilator dann mehr Druck aufbauen. Eine einmal fest eingestellte Drehzahl ist deshalb langfristig nicht ideal. Auf die Drehzahlsteuerung gehe ich in diesem Video nicht im Detail ein. Zur Steuerung von AC-Ventilatoren habe ich bereits ein separates Video veröffentlicht. Die Steuerung der PrimaClima EC-Ventilatoren zeige ich im Video zum GGS-Controller. Werkzeuge und Kosten. Für den Bau werden nur wenige Werkzeuge benötigt. Ein Akkuschrauber oder Schraubendreher, ein Holzbohrer zum Vorbohren, eine Kartuschenpresse für Silikon und etwas Schleifpapier genügen im Prinzip. Eine Stichsäge ist hilfreich für den Ausschnitt, aber nicht zwingend nötig. Verbrauchsmaterial sind Silikon, Holzschrauben und Unterlegscheiben. Beim Gehäuse gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich die Platten im Baumarkt zuschneiden und verschraubt sie selbst, oder man nutzt einen CNC-gefrästen Bausatz. Der Bausatz ist passgenau gefräst, steckbar ausgelegt und deutlich komfortabler in der Montage. Der Bausatz ist in meinem Shop erhältlich. Gehäuse für andere Filtergrößen können auf Anfrage angefertigt werden. Die Kosten hängen davon ab, was bereits vorhanden ist. Mit bestehendem 125 mm Grow-Lüfter lässt sich die gezeigte Variante im Bereich unter 150 € realisieren. Müssen Lüfter und Druckteile zusätzlich gekauft werden, liegt man grob bei etwa 200 €. Im Vergleich zu aktuell diskutierten Lösungen wie dem Athena-Set bleibt der Eigenbau deutlich günstiger. Selbst inklusive Schnellkochtopf oder gebrauchten Autoklav und etwas Zubehör lässt sich ein vollständiges Setup für um die 300 € realisieren, also für einen Bruchteil des kommerziellen Systems. Auswahl der Komponenten. Jetzt geht es um die entscheidende Phase, die richtige Auslegung. Ich zeige das anhand meiner eigenen Flowhood. Die Prinzipien gelten aber auch für andere Filtergrößen und Ventilatortypen. HEPA-Filter auswählen. Der HEPA-Filter ist das zentrale Bauteil. An ihm orientiert sich die gesamte Auslegung. Je größer die Filterfläche, desto größer der nutzbare Arbeitsbereich davor.
Für gelegentliche Tissue-Culture-Arbeiten reichen 30 x 30 cm aus. Das ist jedoch eher knapp bemessen. Wer regelmäßig Tissue-Culture betreibt, fährt mit einem längeren Format wie 60 x 30 cm deutlich komfortabler. Für größere Materialien, etwa Getreidebeutel in der Pilzzucht, ist ein Format von 60 x 60 cm sinnvoller. Mehr Fläche bedeutet allerdings auch mehr Gehäusevolumen, höheren Platzbedarf und vor allem höhere Anforderungen an den Ventilator. Größere Filter benötigen deutlich mehr Luftleistung. Die Filterklasse H13 ist für diesen Einsatzzweck bereits ausreichend. H14 filtert noch etwas feiner, erzeugt aber auch mehr Strömungswiderstand. Ideal sind Filter, die explizit für laminare Strömung ausgelegt sind. Diese sind allerdings deutlich teurer. Ich verwende hier einen preiswerten No-Name-Filter mit tiefem Filterbett. Er funktioniert in der Praxis gut. Allerdings müssen die Herstellerangaben kritisch geprüft werden. HEPA-Filter aus Staubsaugern werden von einigen Anwendern erfolgreich eingesetzt. Der Preisunterschied zu geeigneten Plattenfiltern ist jedoch meist gering. Und der mechanische Einbau ist deutlich aufwendiger. Für diesen Aufbau habe ich mich daher dagegen entschieden. Wichtig sind technische Daten des Filters, Volumenstrom sowie Anfangs- und Enddruck. Fehlen diese Angaben, kann man den benötigten Volumenstrom berechnen und den Druckverlust abschätzen. Ohne diese Grundlage ist eine saubere Lüfterauswahl nicht möglich. Mein Beispielfilter ist 78 mm tief und mit 300 Kubikmeter pro Stunde angegeben. Der Anfangsdruck liegt bei etwa 220 Pascal, der Enddruck bei rund 500 Pascal. Der verwendete Filter ist ursprünglich für Lüftungssysteme gedacht. Dort wird meistens der maximale Volumenstrom angegeben, bei dem die Abscheideleistung eingehalten wird. Nicht der optimale Arbeitspunkt für laminare Strömung. Die 300 Kubikmeter pro Stunde sind daher für eine Flowhood zu hoch angesetzt. Berechnen wir das kurz. Die Filterfläche 0,3 Meter mal 0,3 Meter ergibt 0,09 Quadratmeter. Der Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde wird durch 3600 geteilt. Damit erhalten wir 0,083 Kubikmeter pro Sekunde. Für die Strömungsgeschwindigkeit teilen wir diesen Wert von 0,083 Kubikmeter pro Sekunde durch die Filterfläche von 0,09 Quadratmeter. Damit erhalten wir eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,92 Metern pro Sekunde. Für laminare Strömung werden etwa 0,4 Meter pro Sekunde angestrebt. 0,92 Meter pro Sekunde ist also deutlich zu hoch. Realistisch sind für diesen Filter etwa 150 Kubikmeter pro Stunde. Das deckt sich mit Angaben von Herstellern wie Mann und Hummel, die bei vergleichbaren Filtern etwa diesen Volumenstrom angeben. Viele Lüfter werden mit beeindruckenden Zahlen beworben, etwa 680 Kubikmeter pro Stunde. Dieser Wert gilt jedoch praktisch nur ohne angeschlossene Komponenten. Sobald ein Filter, ein Gehäuse oder Rohrstücke dazukommen, muss der Lüfter gegen einen Widerstand arbeiten. In der Lüftungstechnik spricht man dabei vom statischen Druck bzw. der Druckerhöhung. Der Filter selbst stellt einen Strömungswiderstand dar, der mit zunehmendem Volumenstrom ansteigt. Je höher dieser Widerstand, desto geringer wird der tatsächlich geförderte Volumenstrom. Für unseren Filter sind etwa 150 Kubikmeter pro Stunde sinnvoll. Im Neuzustand liegt der erforderliche Druck im unteren Bereich. Mit zunehmender Beladung steigt der notwendige Druck deutlich und kann in Richtung 500 Pascal gehen. Der Ventilator muss diesen Bereich also noch sicher abdecken können. Dafür braucht man die sogenannte Ventilator-Kennlinie. Sie zeigt, welcher Volumenstrom bei welchem Druck erreichbar ist. Für Flowhoods werden in der Regel Radiallüfter verwendet, da sie deutlich mehr Druck erzeugen können als Axiallüfter. Viele PC-Lüfter sind zum Beispiel Axiallüfter und ungeeignet. Der Primaklima PK 125 EC ist ein Beispiel für einen geeigneten Radiallüfter. Laut Kennlinie liefert er bei 500 Pascal noch etwa 400 Kubikmeter pro Stunde, also deutlich mehr als benötigt. Selbst bei 600 Pascal liegt er immer noch über 300 Kubikmeter pro Stunde. Er ist für diesen Aufbau klar überdimensioniert, bietet aber ausreichend Reserve für Vorfilter und Gehäuseverluste. Für meinen kleinen Filter reicht sogar ein deutlich günstigerer AC-Ventilator wie der Primaklima PK 125-2 locker aus. Vermutlich kann man damit sogar einen 60 x 30 cm Filter betreiben. Vorfilter auswählen. Beim Vorfilter geht es immer um einen Kompromiss. Je feiner der Vorfilter ist, desto mehr Schmutz wird bereits dort abgefangen und desto länger bleibt der HEPA-Filter sauber. Gleichzeitig steigt mit feineren Filtern aber auch der Strömungswiderstand. Der Ventilator muss also mehr Druck aufbauen. Der Vorfilter sollte deshalb praktisch immer zum eingesetzten Lüfter passen. In meinem Aufbau hat der Ventilator ausreichend Leistungsreserve.
Dadurch kann ich auch einen etwas feineren Vorfilter einsetzen, ohne in einen kritischen Bereich zu kommen. Neben der Filterklasse spielt auch die Dicke eine Rolle. Ein dickeres Filtermedium kann mehr Staub aufnehmen, bevor es zugesetzt ist. Das verlängert die Wechselintervalle. Ebenso wichtig ist die Fläche des Vorfilters. Je größer die Fläche bei gleichem Volumenstrom, desto geringer ist der Druckverlust. Idealerweise wäre der Vorfilter also möglichst groß ausgelegt. In meinem Fall ist die Vorfiltereinheit so dimensioniert, dass das Druckteil noch auf gängigen 3D-Druckern mit typischer Druckbettgröße, etwa einem Bambu P1S, hergestellt werden kann. Auch hier ist es ein bewusster Kompromiss zwischen technischer Idealform und praktischer Umsetzbarkeit. Für einen lehrbuchmäßigen Aufbau bietet sich ein zweistufiger Vorfilter an. Zuerst eine grobe Matte der Klasse G3 oder G4 mit etwa 15 bis 20 mm Dicke. Dahinter dann eine feinere Matte der Klasse F7. So wird der Großteil des Staubes bereits früh abgeschieden und der HEPA-Filter bleibt maximal lange sauber. Als besonders günstige Alternative kann auch das Vlies eines alten Aktivkohlefilters zugeschnitten werden. Die genauen Filterdaten kennt man dabei zwar nicht, es dürfte aber zumindest besser filtern als eine einfache G3-Matte. Für einen improvisierten Aufbau funktioniert das. Reproduzierbar auslegen lässt sich so etwas jedoch nicht. Gehäuse auswählen. Beim Gehäuse gibt es zwei Wege. Komplett selbst bauen oder einen vorgefertigten Holzbausatz verwenden. Für meine erste Version habe ich beschichtete Spanplatten aus dem Baumarkt genutzt. Das ist günstig, funktioniert technisch einwandfrei, hat aber Nachteile bei Stabilität und Komfort. Stabiler, aber entsprechend teurer sind Siebdruckplatten oder beschichtete Multiplexplatten. Aus diesem Material wird auch der Bausatz gefertigt. Wichtiger als das konkrete Material ist jedoch die Dichtheit. Alle Fugen müssen luftdicht sein. Jede Undichtigkeit führt dazu, dass Luft nicht den vorgesehenen Weg durch den Filter nimmt. Der CNC-Bausatz ist so konstruiert, dass er steckbar ist und bereits durch die Passung stabil hält. Die Schraublöcher sind einseitig exakt vorgebohrt. Man muss nur noch durch das vorhandene Loch leicht vorbohren, verschrauben und anschließend abdichten. Das reduziert Fehlerquellen deutlich und macht den Aufbau wesentlich komfortabler. Andere Filtergrößen sind auf Anfrage möglich. Abstand hinter dem Filter. Damit die Luft gleichmäßig über die gesamte Filterfläche austritt, muss sie auch möglichst gleichmäßig in den Filter einströmen. Ist der Abstand zwischen Rückwand und Filter zu gering, entstehen Druckunterschiede. Dann kann es passieren, dass die Strömungsgeschwindigkeit in der Mitte schneller oder langsamer ist als an den Rändern. Der Raum hinter dem Filter dient also als Druckausgleichszone. Feste Normwerte gibt es nicht. Als Faustregel sollte der Abstand mindestens der Filtertiefe entsprechen. Mein Filter ist 78 mm tief. Ich habe etwa 110 mm Abstand gewählt, um Reserven zu haben. Mehr wäre jedoch noch besser. Mehr Abstand bedeutet jedoch auch ein tieferes Gehäuse und damit mehr Platzbedarf. Auch hier ist es also ein Kompromiss. Seitenteile oder Dach. Im letzten Video gab es zu Seitenteilen einige Fragen. Professionelle sterile Werkbänke arbeiten meist vertikal. Der Filter sitzt parallel zur Arbeitsfläche und bläst nach unten. Der Arbeitsbereich ist dabei vollständig eingehaust. Hier ist der Filter um 90 Grad gedreht und bläst horizontal über den Arbeitsbereich hinweg. Ich arbeite seit mehreren Jahren mit genau diesem Prinzip, ohne Seitenteile oder Dach und hatte keine Probleme mit Kontaminationen. Voraussetzung ist allerdings ein Raum ohne Zugluft. Seitenteile können zusätzlichen Schutz vor seitlichen Luftbewegungen bieten. Außerdem begrenzen sie den Arbeitsbereich und verhindern, dass man versehentlich außerhalb der geschützten Zone arbeitet. Im geschlossenen Zustand schützen sie zusätzlich den Filter vor Staub. Aus meiner Sicht sind sie sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig. Die Druckteile sind fertig in meinem Shop erhältlich. Wer selbst drucken möchte, kann die Druckdaten kostenlos herunterladen. Link dazu in der Videobeschreibung. Mit einem Kauf im Shop unterstützt ihr direkt die Produktion der Videos. Das ermöglicht es mir, die Inhalte unabhängig zu finanzieren, ohne klassische Herstellerwerbung einbinden zu müssen. Bau der Flowhood. Das Gehäuse besteht aus 5 Platten und 4 Leisten. Die Maße richten sich nach dem Filterformat, wobei auch die Materialstärke der Platten berücksichtigt werden muss. Beschichtete Spanplatten sind günstig, aber nicht besonders stabil. Schrauben sollten nicht zu fest angezogen werden, sonst reißen sie aus. Deshalb habe ich einige Mehrschrauben verwendet. Multiplex- oder Siebdruckplatten sind stabiler und langlebiger. OSB funktioniert prinzipiell ebenfalls, ist jedoch rauer und weniger gut zu reinigen. Den Zuschnitt kann man im Baumarkt erledigen lassen. Die Öffnung für den Lüfteradapter muss selbst hergestellt werden, idealerweise mit einer Stichsäge.
Ohne Stichsäge kann man Loch neben Loch bohren und die verbleibenden Stege entfernen. Optisch nicht perfekt, funktioniert aber ebenfalls unproblematisch. Vor dem Verschrauben sollte immer vorgebohrt werden. Der Bohrer sollte etwas kleiner sein als der Kerndurchmesser der Schraube, sonst können die Platten aufplatzen. Während der Montage habe ich die Platten mit einem Spanngurt an den Filter gezogen. So liegen sie sauber und bündig an. Alle Nähte werden anschließend mit Silikon abgedichtet. Auch die Schnittkante am Lüfterdurchbruch sollte versiegelt werden, damit keine Holzpartikel in den Luftstrom gelangen. Beim Lüfteradapter sind Unterlegscheiben Pflicht. Ohne sie kann der Kunststoff reißen. Zu starkes Anziehen ist nicht nötig. Die Abdichtung erfolgt ohnehin über das Silikon. Unter der Box habe ich Filzkleider angebracht. Sie schützen den Tisch vor Kratzern und dämpfen Vibrationen. Bei größeren Filtern sind zusätzlich klappbare Griffe zum Tragen sinnvoll. Noch kurz zur Haltbarkeit des HEPA-Filters. Falls sich jemand wundert, warum der Filter hier mit Silikon fest eingesetzt wird, mit einem guten, regelmäßig gewechselten Vorfilter erreicht nur ein Bruchteil des Staubes überhaupt den HEPA. Im Hobbybereich läuft so eine Flowhood oft nur einige Stunden pro Monat. Bei einer realistischen Standzeit von mehreren tausend Betriebsstunden entspricht das vielen Jahren Nutzung. Die tatsächliche Lebensdauer hängt natürlich von der Staubbelastung im Raum und vom Zustand des Vorfilters ab. Wird dieser konsequent gepflegt, ist ein häufiger HEPA-Wechsel im Heimbereich in der Praxis eher unwahrscheinlich. Sollte ein Austausch doch nötig werden, lassen sich die Silikonnähte mit einem Messer auftrennen und der Filter problemlos ersetzen. Testen und Einstellen der Flowhood. Nach dem Zusammenbau und vollständigen Aushärten des Silikons sollte die Flowhood sorgfältig geprüft und eingestellt werden. Strömungsgeschwindigkeit einstellen. Das Ziel ist eine Luftgeschwindigkeit von ungefähr 0,4 Meter pro Sekunde vor der Filterfläche. Idealerweise misst man das mit einem Anemometer. Dabei wird an mehreren Punkten vor dem Filter gemessen, nicht nur in der Mitte. Die Geschwindigkeit sollte möglichst gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt sein. Leichte Abweichungen sind normal. Wichtig ist, dass keine besonders starken Unterschiede auftreten. Feuerzeugtest. Oft wird empfohlen, eine Flamme vor den Filter zu halten. Bei etwa 0,4 Meter soll sie sich ungefähr um 45 Grad neigen. In der Praxis ist dieser Test sehr ungenau. Er verleitet eher dazu, die Strömung zu hoch einzustellen. Als grobe Orientierung kann er zwar dienen, als richtige Einstellmethode ist er jedoch nicht zuverlässig. Deutlich besser funktioniert hier Rauch. Ich verwende dafür Räucherstäbchen. Der Rauch steigt zwar leicht nach oben, da er warm ist, aber die Strömungsform lässt sich sehr gut erkennen. Hier sieht man klar den Unterschied. Bei zu hoher Geschwindigkeit beginnen die Rauchfäden stark zu verwirbeln, sind also turbulent. Bei sauber eingestellter laminarer Strömung verlaufen die Fäden lange parallel und stabil. Ich habe die Drehzahl so eingestellt, dass die Rauchbahnen möglichst gerade und lang bleiben. Die anschließende Messung mit dem Anemometer ergab in der Mitte etwa 0,4 Meter pro Sekunde, also genau im gewünschten Bereich. Praktischer Test mit Petrischalen. Am Ende zählt jedoch nicht die Theorie, sondern das Ergebnis. Wie im vorherigen Tissue Culture Video gezeigt, habe ich offene Petrischalen mit Nährböden für eine definierte Zeit vor der Flowhood stehen lassen. Parallel dazu lagen identische Schalen offen im Raum. Malzextrakt Agar eignet sich gut als Indikator, da er sowohl von Pilzen als auch von Bakterien schnell besiedelt wird. Das Ergebnis war eindeutig. Alle Petrischalen im Luftstrom vor der Flowhood blieben ohne Kontamination. Die frei im Raum stehenden Schalen zeigten durchgehend Wachstum. Mit diesem Test lässt sich auch der effektive Arbeitsbereich bestimmen. Man positioniert mehrere beschriftete Petrischalen in unterschiedlichen Abständen, auch in den Randbereichen, und prüft später, wo Kontamination auftritt. So bekommt man ein realistisches Bild davon, wie weit der Schutz reicht. Damit ist zum Bau und zur technischen Auslegung das Wesentliche gesagt. Entscheidend ist jedoch nicht nur, wie die Flowhood konstruiert ist, sondern wie sie verwendet wird. Eine sterile Werkbank schafft saubere Bedingungen, sie garantiert jedoch keine sterilen Ergebnisse. Sie ist ein Werkzeug, und wie bei jedem Werkzeug hängt das Ergebnis davon ab, wie damit gearbeitet wird. Eine vollständige Anleitung zur sterilen Technik würde hier den Rahmen sprengen. Einige zentrale Punkte sind jedoch entscheidend. Vor der Nutzung sollte das Gerät einige Minuten laufen. Dadurch werden Partikel, die sich eventuell auf der Filteroberfläche abgesetzt haben, weggeblasen. Gleichzeitig wird dabei die Raumluft noch etwas gereinigt. Der Aufstellort hat großen Einfluss auf das Ergebnis. Eine staubige Werkstatt oder ein Dachboden mit hoher Partikelbelastung sind ungeeignet. Dort steigt nicht nur das Kontaminationsrisiko, auch die Filter setzen sich deutlich schneller zu.
Besser ist ein ruhiger, möglichst sauberer Raum ohne Durchzug. Fenster und Türen sollten während der Arbeit geschlossen bleiben. Schon das schnelle Öffnen einer Tür kann die laminare Strömung sichtbar stören. Auch die Anordnung im Arbeitsbereich ist wichtig. Gegenstände sollten nebeneinander stehen und nicht hintereinander. Selbst eine laminare Strömung transportiert Partikel nach vorne. Steht ein potenziell verschmutzter Gegenstand vor einer offenen Petrischale, können Partikel in das dahinterliegende Gefäß eingetragen werden. Das gleiche gilt für die Hände. Sie sollten nicht zwischen Filter und offenen Gefäßen bewegt werden. Sinnvoll ist es, möglichst im zentralen Bereich der Filterfläche zu arbeiten. Bei meinem Aufbau ist die Strömung in der Mitte am gleichmäßigsten, während sie an den Rändern etwas schneller ist. Das liegt an der Lüfterposition und der gewählten Filtergröße. Deshalb arbeite ich leicht erhöht und meide die äußeren Randbereiche. Ruhige Bewegungen, saubere Anordnung und ein geeigneter Raum sind oft entscheidender als das letzte Prozent an Filterklasse oder Lüfterleistung. Wenn diese Grundlagen stimmen, arbeitet eine korrekt eingestellte Float sehr zuverlässig. Wenn dir das Video geholfen hat, lass ein Like da. So weiß ich, dass sich solche detaillierten Guides lohnen. Abonnier den Kanal, wenn du die nächsten Teile zur Tissue Culture, Tests und Optimierungen nicht verpassen willst. Bis zum nächsten Mal.